Hallo, mein Name ist Ari und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen des folgenden Videos. So, bei diesem Video geht es um meinen Flieder. Den habe ich jetzt am 5. und 6. Juli ein bisschen weiter bearbeitet. Im Juni hatte ich einen stärkeren Rückschnitt und zwar habe ich da erstmal ein bisschen mehr Licht reinlassen wollen und dann alle schwachen Zweige abgeschnitten und alles, was irgendwie komisch aussah oder einfach nur gerade nach oben gewachsen ist. Deswegen sieht man jetzt hier schon ein paar Schnittspuren, die ein bisschen älter sind. Ich habe da jetzt einen Zweig abgeschnitten. Vielleicht sieht man das, ja. Den brauche ich dann nachher noch, da habe ich ein kleines Stumpf gelassen. Hier schneide ich dann oberhalb der Knospe ab und hoffe, dass dann ein schöner Zweig draus wächst. Und das ist gar nicht so einfach, gleichzeitig zu schneiden und in der anderen Hand das Mobiltelefon zu halten und zu filmen. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon für komische Kameraführungen. Der Autofokus mochte mich dann später auch nicht wirklich und ich blende dann einfach teilweise Bilder ein. Den Zweig wollte ich auch nicht haben und Stümpfe vom restlichen Rückschnitt habe ich hier auch noch ein bisschen abgeschnitten. Das mache ich jetzt noch ein bisschen. Ja, und die Triebe da in der Mitte, die lasse ich stehen. Ich möchte, dass der Stamm von dieser einzelnen Pflanze, also das ist eine Pflanze, aus der mehrere Zweige rauswuchsen, dass der noch ein bisschen dicker wird und hoffe, dass da vielleicht noch ein paar weitere Optionen an Zweigen kommen und außerdem sieht es dann da unten nicht ganz so kahl aus. Ein bisschen Rückknospen hat er ja schon gehabt, der Flieder. Schauen wir mal, wie er sich dann so im Winter schlägt und was der dann im Frühjahr macht. Also ich habe den heuer ziemlich gequält mit den Rückschnitten. Ich hoffe, der verzeiht mir das. Jetzt habe ich da gerade überlegt, welche von den Zweigen ich abschneide und habe mich dann erst einmal für den Reststumpf da entschieden. Und beim Flieder ist es halt so, dass der eine ganz empfindliche Rinde hat, die man ganz, ganz super schnell verletzt. Das ist mir da beim Schneiden passiert. Die Zweige von Flieder sind auch ungefähr so stabil wie von Azaleen. Das habe ich dann auch feststellen müssen. Und da muss man ziemlich aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Also starke Biegungen sind da auf gar keinen Fall drin, egal ob das jetzt ein ganz junger Zweig ist oder ein etwas älterer Trieb. Das ganz dicke Verholzte, das ist allerdings dafür ziemlich stabil. Und das sieht man jetzt natürlich nicht, weil da der Zweig im Weg ist. Das habe ich ganz super gemacht. Das ist jetzt das erste Video, was ich erstelle und dann hochlade. Es kommt allerdings noch eine Kanalvorstellung, die werde ich dann noch kurz vorher machen. Und da dann mal so ein bisschen was zu meiner Intention zu dem Kanal erklären und was es mit DIY-Bonsai auf sich hat. Also ich möchte zum Beispiel keine fertigen Bonsai kaufen, also ich habe damit erst angefangen und ich möchte quasi, wenn ich eine Pflanze umbringe, nicht direkt eine wertvolle Pflanze himmeln. Also ich übe da quasi mit Pflanzen aus Baumschulen oder aus Baumärkten und versuche die dann erstmal selber zu gestalten. Wenn ich mehr Erfahrung habe und mehr gelernt habe über Bonsai, dann werde ich mir wahrscheinlich auch einen richtig tollen Baum kaufen. So, aber das hier ist jetzt der nächste Tag, das ist 6.7. Und ja, ich habe da mittlerweile auch das Schildchen gefunden, was damals beim Topf mit dran hing, wo die ursprünglich eingepflanzt war. Ich hebe mir sowas gerne mal auf, damit ich überhaupt weiß, was für eine Pflanze ich da habe und was da für Pflegeanleitungen draufstehen. Das macht das Ganze für mich ein bisschen einfacher und ich werde mir auch mal überlegen, ob ich nicht irgendwelche Spicker
kaufe, die genug Platz haben, dass ich da nicht nur den Namen von der Pflanze drauf schreibe, sondern auch, wann man die düngen muss. Und wenn man nur rückschneiden muss. Ich denke, das wäre auch eine gute Idee für mich. Ja, die Blüten sollen so aussehen, sind in Wirklichkeit aber ein bisschen blasser gewesen heuer. Das sieht man auch bei dem Bild vom Intro dieses Videos. Also nicht vom Intro, sondern von den ersten Sekunden nach dem Intro. Ja, und hier habe ich mich dann entschieden, was dann die Front ist und dass einer der Zweige mir nicht so gut gefällt. Das ist der rechte. Ja, der gefällt mir auch nicht ganz so, weil der halt relativ gerade aussieht. Der hat das gerade und dann so kommen dann erst Zweige. Und da habe ich mir überlegt, in welche Richtung ich die denn biegen könnte. Ich hab da alle Zweige behalten. Ich werde auch nicht weiter abschneiden, weil ich schon so viel Blätter entfernt habe und ich den Baum nicht komplett umbringen möchte. Ein bisschen Kraft soll er nächstes Jahr auch haben. Ja, und diesen Zweig da, der hat quasi die gleiche Form wie der Zweig dahinter. Den werde ich ein bisschen zur Seite biegen. Allerdings nicht drahten, sondern abspannen. Wie ich das provisorisch gemacht habe, das sieht man dann am Ende vom Video. Ich habe nämlich keine Schläuche, wo ich Draht reintun kann. So, hier habe ich den Draht abgeschnitten, den dicksten, den ich habe. Und habe dann mal so gezeigt, wie lang der ist. Bisschen länger als die Stelle, wo ich da quasi dann aufhöre mit dem Draht. Und versucht ihn da in den Boden reinzustecken. Offensichtlich kämpfe ich gerade mit irgendwelchen Wurzeln, weil der Draht sich verbiegt beim Versuch, das reinzustecken und nicht wirklich tief reinkommt. Das ist mir ein paar Mal hintereinander passiert. Und dann habe ich mich ganz einfach dazu entschlossen, ein bisschen Erde wegzubuddeln am Stamm. Das sieht man jetzt hier, um eine Stelle zu finden, wo ich mit dem Draht reinkomme. Also ich konnte nicht ganz dicht an den Stamm ran, das sind anscheinend irgendwelche Wurzeln noch im Weg, sondern so ein bisschen versetzt. Ich meine, wenn der schöne Wurzeln hat am Ende, ist es ja toll. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Das ist mir jetzt bei der Anfangsphase vom Hobby nicht so wichtig. Naja, und da habe ich versucht, möglichst ordentlich zu drahten. Das hätte ich, also das Drahten, also wenn man richtig drahtet, das sollte man sich direkt am Anfang angucken. Dann kriegt man auch so ein bisschen Tipps, wie man den Draht anlegt und welche Richtung man den drehen muss, wenn man die Zweige in bestimmte Richtungen drücken möchte. Ja, und bei dem Flieder ist, wie gesagt, die Rinde sehr, sehr empfindlich. Und da musste ich schon ziemlich aufpassen. Also, wenn ich mit dem Draht gewackelt habe, war dann schon die Rinde verletzt. Gewickelt habe ich mit 2 Händen, deswegen konnte ich das auch nicht mitfilmen. Und hier wünschte ich mir, ich hätte mehr als 2 Hände. Also ich habe, wie gesagt, versucht, das möglichst ordentlich zu machen und keine Zweige, die da an der Seite rauswachsen, abzuknicken. Ja, das ist der nächste Draht. Da habe ich versucht herauszufinden, welche Drahtstärke ich für die 2 Kandidaten da brauche. Der dünnste Draht war es jetzt nicht, aber ich glaube, ich habe dann den Draht hier genommen. Da sieht man, dass der sich da durchbückt. Das heißt, für den Anfang von einem Zweig bräuchte ich eigentlich dickeren Draht. So, dann nach unten wollte ich den offensichtlich nicht biegen, sondern nach oben. Und da ist die Hummel. Die Hummel fliegt beständig den Flieder an und interessiert sich null für alles, was um sie herum passiert. Ich liebe das Viech. Ich finde die voll putzig, die Hummeln. Na, ich habe da halt versucht, beim Draht möglichst eng anliegend zu wickeln und 2 Zweige zu wickeln. Das ist ganz wichtig, dass man halt immer 2 Zweige nimmt, die nach Möglichkeit auch gleich dick sind. Das habe ich dann später auch ausprobiert, warum man da 2 gleich dicke nehmen sollte und nicht einen dünnen.
Da ist er auf der Seite ein bisschen lang, ein bisschen überstehend. Und auf der anderen Seite war, glaube ich, ein kleines bisschen zu kurz. Also mit Stellen, wo irgendwas rauswächst vom Zweig, da habe ich noch ein bisschen zu kämpfen. Da komme ich meistens nicht dicht genug an den Zweig ran. Also da ist eine kleine Lücke. Und da ärgert mich der Fokus. So, das sind die Zweige. Und dann fange ich mit dem nächsten an. Also den Stamm wollte ich jetzt nicht drahten, weil ja. Ich habe mir dann die 2 dickeren Zweige vorgeknüpft mit dem dicksten Draht, den ich habe. Und das hat dann so ausgesehen, auch wieder mit einer Verletzung der Rinde, weil die halt super empfindlich ist. Ich habe dann später auf solche Stellen Wundverschlusspaste drauf, beziehungsweise so ein flüssiges Zeug, das ist total eklig. Ich habe das dann hinterher auch im Haar gehabt. Ich habe keine Ahnung warum und wie das dahin gekommen ist. Ja, das ist auch wieder so eine Stelle, wo ich nicht eng genug gedrahtet habe. Das passiert mir, wie gesagt, immer bei solchen Gabelungen, dass ich dann auf einer Stelle nicht eng genug wickel. Und ja, da habe ich mich ein bisschen verschätzt mit dem Draht. Der ist da ein bisschen zu lang. Und ich glaube, das war dann der, wo der auf der anderen Seite zu kurz war. Insgesamt hätte die Länge gepasst, aber ich hätte es ein bisschen besser verteilen sollen. Aber das kriege ich schon noch hin mit der Erfahrung. Ja, da habe ich halt immer so Schlaufen gemacht, damit er ein wenig Halt da ist. Und das ist jetzt, sind jetzt die 2 Zweige, die nicht gleich dick sind, die ich aber zusammengedrahtet habe. Also ich habe da überlegt, ob ich das am Stamm befestige, den einen Teil vom Draht. Oder ob ich den an dem kleinen Zweig da befestige. Und habe ich dann für den kleinen Zweig entschieden, weil ich das ausprobieren wollte, was passiert, wenn man da einen kleineren Zweig nimmt. Am Stamm wollte ich das am Ende auch nicht festmachen, weil da halt schon die anderen Drähte im Weg waren und ich nicht so recht gewusst habe, wie ich das in hübsch hinkriege, ohne dass die sich kreuzen. Ja, und da habe ich mir überlegt, dass ich halt den Zweig, also den dicken, fetten, da so unten verankere. Deswegen steht auch dieser eine Zweig da unten noch so ein bisschen raus, da wo nichts dran ist. Und den befestige ich nämlich dann alles. Sowohl den hier, als auch den anderen, den ich gerade in die Richtung gebogen habe. So schaut es dann auch nach dem Drahten aus und nach dem Formen der Zweige. Wir sind zwei, wie gesagt, angeknickt und ich kann Klettband nur empfehlen. Also das habe ich als Ersatz für Schlauch genommen, wo man halt dann quasi den Baum damit schützen kann. Na, also bei Flieder ist es halt so, die sind genauso empfindlich wie Azaleen und wenn man sich denkt, ach 1 mm geht noch, dann ist es meist in dem Fall dann wahrscheinlich 1 mm zu viel. Es ist nichts durchgeknickt, sondern nur angeknickt, also das hat der Baum anscheinend verkraftet. Ich habe es dann wieder zurückgebogen, sodass dann halt die Stelle wieder zu war und wie gesagt dann später Wundverschlussmittel drauf gepinselt. Das, wo man jetzt so drauf schaut, das ist auch die Front. Hier biege ich noch ein bisschen nach. Und ich finde, Flieder darf ruhig lang und ein bisschen gebogen aussehen. Das ist schließlich eine grundsätzlich elegante Pflanze. Ich habe nicht alle Zweige gedrahtet, sondern warte einfach mal, dass die ein bisschen stabiler werden.
weil die ganz dünnen Zweige halt auch extrem empfindlich sind. So dünnen Draht habe ich, wie gesagt, nicht, dass ich das machen könnte. Das liegt wieder nicht ganz eng genug an. Wieder an meiner Schwachstelle, wo halt da diese Gabelungen von Zweigen sind am Stamm. Da sieht man, glaube ich, auch die Rissstelle Nummer 1. Wo mich jetzt auch der Autofokus wieder ein bisschen nervt. Versuche ich ranzuzoomen und zu wackeln. Jetzt ha. Da sieht man es. Naja, also es hat schon geknackt. Ich bin ziemlich erschrocken. Und bei einem der anderen Zweige ist es auch. Dann suche ich da gerade, wo das ist. Natürlich lässt sich da das Handy nach unten sinken. Aber das dauert nicht mehr lang. Dann habe ich die Stelle gefunden und kann die zeigen. Ja, übrigens, diese Bewässerungsvögel da sind super. Hilft mir sehr stark dabei, den Baum nicht vertrocknen zu lassen. Da ist er. Ja, das ist eine wesentlich kleinere Knickstelle als beim anderen Zweig. Aber es war laut genug. So, und dann bin ich fertig. Und das ist das Wundverschlussmittel, was ich benutzt habe. Und hier steht er an seinem ursprünglichen Platz, da wo es sonst auch immer steht. Das ist jetzt am gleichen Abend. Nach dem Auftragen von dem Wundverschlussmittel. Ich finde es praktisch, dass der Vogel jetzt da vorne ist, weil mir das Gießen erleichtert. Beziehungsweise das zusätzliche Gießen. So, und das ist the day after. Der nächste Tag. Also es ist nichts verwelkt, das heißt, der Baum hat diese Knickverletzungen überstanden. Und jetzt schaue ich mal, wie der sich so weiterentwickelt. Danke fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao, ciao.